Okay, läuft es? Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, jetzt hier 1:1 nochmal mit der Kamera zu sprechen. Und angeblich kommt es dann auch in den Vlog mit rein. Deswegen habe ich mich heute jetzt mal hingesetzt, um ein ganz, ganz wichtiges Thema mit euch zu besprechen. Das ist David. Ganz generell, ich bin David. Also ich meine, ihr kennt mich ja, glaube ich, schon mal gesehen im Vlog. Kommt jetzt öfters in den Vlogs drin vor schon. Für mich ist es super wichtig, dass ich mich mit den Leuten gut verstehe. Ich verstehe mich auch eigentlich mit allen gut. Aber es gibt halt auch, das ist glaube ich ganz normal im Unternehmen, auch so ein paar Leute, da merkt man einfach, da ist man nicht so auf einer Wellenlänge und so und das ist auch okay. Das Thema ist, dass einfach, ich finde, dass der Dave, der kommt da so oft drin vor. Ich merke einfach so Blicke, er guckt sich den Vlog an, sagt irgendwie sowas wie, der Dave schon wieder, das habe ich jetzt nur so nebenbei gehört und so Sachen halt. Und man merkt halt, da ist schon Neid dabei. Und ich werde so zusammengeschnitten, wo ich irgendwie mich räusper. Und das, was irgendwie cool ist, das wird überhaupt nicht im Vlog reingenommen. Einfach auch so Kleinigkeiten, ne? Das ist dann sowas wie, ja, sich halt übers Essen beschweren, dass er hier umsonst kriegt, ne? Ich bin halt nicht so der Dinkel-Typ. Einfach so ganz, ganz generell, dass er auch sich selbst so für den Geilsten hält, so ein bisschen. Also ich meine, Selbstbewusstsein ist gut, aber es kann halt auch schnell so eine Arroganz ausarten. Einfach generell diese Attitüde von ihm einfach. Ich habe da mal was mitgebracht, eine kleine Requisite, wie er dann morgens mit seinem Tee schon in den Raum reinkommt und immer Gute. Ich finde, er kann da an sich arbeiten und ich finde, da müsste man vielleicht einfach mal mit ihm drüber reden oder jemand. Ja, ist einfach so ein bisschen meine Meinung, aber ansonsten mag ich es total hier bei Mind und ich mag die Leute total, aber halt manche halt weniger. Sind wir heute nicht in unserem Büro, sondern hier im Tech-Quartier in Frankfurt, im Coworking Space. Es sind auch eigentlich gleich zwei Punkte. Einer heißt regelmäßiger Austausch und der andere hat nicht direkt mit der Zusammenarbeit zu tun, aber das ist was ich immer wieder merke. Ich glaube, ich war noch nie in einer Firma, wo so viel geredet wird über alles. Das ist sehr gut. Ich finde, man sollte das öfter nutzen. Ich finde es auch toll, dass wir kein Konkurrenzverhalten untereinander haben, dass es nicht heißt, es muss gebettelt werden, wer jetzt irgendwie das Storyboard übernimmt. Ich finde es wichtig, dass man teilweise trennen kann, okay, jetzt ist es auf freundschaftlicher Basis und jetzt sind wir Arbeitskollegen. Der Punkt bezieht sich auch vielleicht ein bisschen mehr auf den Realdreh, also eine gemeinsame Vision zu finden. Ich meine, darum geht es grundsätzlich sowieso bei jedem neuen Video, aber gerade beim Realfilm habe ich das Gefühl, so dass man sich halt nochmal mehr vorstellen muss, in der Situation zu sein, vor Ort zu sein, beim Kunden, wie das aussieht. Und deswegen finde ich, könnte man auch gerade mit der Konzeption irgendwie noch mehr gemeinsame Brainstormings anstoßen. Ja, wir haben den Sebastian hier vom Tech-Quartier und du kennst die Jungs irgendwie schon länger, ne? Noch aus dem Univator und so. Ja, ganz richtig. Um 2013 herum hatten wir uns kennengelernt. So, als sie dann tatsächlich auch in den Univator einzogen, haben sie für kräftig Wirbel gesorgt. Und das war immer das Team, was Gas geben wollte. Das war damals unser Scale-Up. Es ist sehr schnell gewachsen und wir konnten dann eben auch weiter wachsen. Der Univator ist in der Zeit auch in Räumlichkeiten gewachsen. Wir haben dann plötzlich andere Etagen noch mit dazu genommen und da konnten wir die Jungs dann unterbringen. Ja, genau. Und dann irgendwann, das ist klar, irgendwann muss man dann auch selbstständig werden und sich seine eigenen Büroräume suchen. Ich glaube, dass damals schon die richtigen Jungs zusammengekommen sind, das hat man da gesehen. Was seitdem passiert ist, ist unglaublich. Ich selber bin dann auch irgendwann aus dem Univator rausgegangen, habe jetzt mit dem Tech-Quartier sozusagen die Anlaufstelle für die Startup-Szene in der Region geschaffen. Und wir arbeiten jetzt tatsächlich gerade daran, unsere ganzen Startups und Mitglieder, die wir hier haben, noch viel systematischer an die Kunden heranzutragen. Wie siehst du die Startup-Szene so in Frankfurt? Ich glaube, wir haben Dynamik gesehen in den letzten 2-3 Jahren, auch laut des letzten Global Startup Ecosystem Rankings, was Ökosysteme weltweit benchmarkt, hat Frankfurt ganz gut abgeschnitten. Wir sind vor allem bei dem Thema Local Community und Local Connectedness, also inwiefern die einzelnen Akteure miteinander zusammenarbeiten, sind wir inzwischen auch in den Top 10, 5. Platz weltweit. Und das zeigt eigentlich oder spiegelt unsere Bemühungen wider, dass wir hier wirklich gucken, hier die Leute zusammenzubringen. Ja? Aber wir sind immer im Austausch geblieben und ich glaube, dass wir auch wieder in Zukunft das eine oder andere zusammen machen werden. Voll gerne, ja, danke, dass wir heute da sein dürfen. Gerne.
Ja, wir haben am Vormittag darüber gesprochen, was wir besser machen wollen dieses Jahr, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und jetzt bespricht jedes Team nochmal die einzelnen Punkte und wir gucken, was nehmen wir davon mit, wie setzen wir das um, wie kann jedes Team darauf reagieren. Ja, quasi die Verantwortung übernehmen. Ja, fehlerfrei, links, ja auch das Gleiche. So Moritz, ab ins Büro. Was hast du denn für ein Bett? Gutes. Was für ein Ikea-Bett. Hier ist die Tür und hier ist das Fenster und mein Bett steht momentan so davor. Zum Fenster? So würdest du es nicht machen, das ist Quatsch. Wie willst du es denn machen? Hier ist aber schon die Tür. Ich weiß, dass da die Tür ist. Ich war da schon drin. Wenn da die Tür ist, dann stellst du das Bett dann nicht hier in die Mitte. Ja? Das geht nicht, Ja, weil so. sonst komme ich da nicht mehr durch. Da ist es schräge, gell? Ah jo. Scheiße. Ich mache das so Das ist nichts. und zieh's nach vorne. Das sieht aus wie Scheiße. So. Aber da kommst du doch durch, ja, aber kannst du da runterstellen. das ist aber nicht bei dir zu Hause. Komm Moritz, wir machen jetzt mal direkt hier die Weiterbildung bei uns. Das betrifft in dem Fall jetzt spezifisch uns im Consulting. Das heißt, wir haben immer verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen. Das können Vorträge sein, das können Videos sein, die wir uns angucken. Das können Inhalte sein, die irgendjemand mitbringt und vorstellt. Also super bunt gemixt. Das heißt, wir wollen uns ja immer weiter verbessern. Und natürlich wir im Consulting haben da ganz spezielle Themen, die wir uns da anschauen. Letztes Mal war es zum Beispiel Rhetorik und besseres Präsentieren. Jetzt morgen sind es Preisverhandlungen zum Beispiel, die wir dann verbessern wollen. Und das heißt, so stehen wir einfach sicher mit solchen Veranstaltungen, die einmal im Monat stattfinden, dass wir immer uns weiter verbessern und immer weiter dazu lernen. Janik, hey. Das war schon auch eine ganz gute Woche eigentlich. Ja, ne? war heftig, viel aber zu tun. Geht auch jetzt vorbei schon wieder fast. Ja, Das ist schon Gott fast sei Dank. Vorbei, Gott sei aber Dank. im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir haben zusammengearbeitet so. Ja, es war das gut. haben wir. Es war gut. Ja, Ja, genau. Ja, genau. Ich würde noch was machen kurz. Ja, ich muss auch noch mal ran. Irgendwas. Dann sehen wir uns auf jeden Fall dann Ja, Freitagabend noch mal ja, kurz. ja, bestimmt. Bestimmt, ja. Gut. Ist gut, ne? Wir sehen uns. Ja. Ich hasse den, Alter.